Ich habe jetzt in vieles hineingehorcht und möchte jetzt mal etwas sagen zu den letzten Ereignissen, ohne mich auf irgendwelche konkreten Inhalte zu beziehen, außer auf das, was durch einen Menschen selbst hindurchfließt oder durch ihn hindurch als Existenz existierend sich neu formen kann. Wir haben bestimmt schon mal alle gehört, dass das ganze Universum im Grunde durch Musik zusammengehalten wird. Wir wissen auch, dass alles, was es gibt, durch Zahlen dargestellt werden kann. Was macht die Zahl? Sie beschreibt einen Wert der Frequenz und sie beschreibt eine Art Wert der Harmonien. Alles, was dort im Spiel sind und alles, was dort im Spiel ist und sich wiederum neu in die Existenz hinein formt, ins Dasein hinein träumt, obwohl wir dieser Träumer sind, der das ins Dasein hinein träumt. Aber worauf will ich jetzt hinaus? Wer ist denn derjenige, der all dies bewegt, der all dieses erzeugt, erschafft? Es ist dein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein hat Aufmerksamkeiten als fühlendes Wesen. Und zwar Aufmerksamkeiten in jeden existenziellen Bereich hinein. Also alle fühlenden Wesen besitzen auch Bewusstsein. Mehr oder weniger. Bis hin zur Anbindung zur Urquelle. Wenn diese Seelen eine Seele haben. Also wenn diese Wesen seelenhaft sind. Oder wesenhaft in ihrer Seelenartigkeit. Und genau dann sind wir auch die Schöpfer aller Materie und aller Energie. Wir können auch sagen, es gibt diese Potenz in uns, also eine Möglichkeit. Und wir interpretieren all das, was ringsherum stattfindet und geben den Dingen einen Wert dadurch. Wir erzeugen also, wenn wir fühlende, seelenhafte Wesen sind, eine Frequenz mit entsprechenden Harmonien. Und alles ist von allen Wesen, die das können und eine Seele auch haben, im Grunde eine riesengroße, massive Schöpfung. Denn wir sind daran beteiligt, an allem, was jemals existiert hat, was existiert und was auch jemals existieren wird. Zeit, Raum, Materie, eine Entfernung, irgendwelche Subjekte, Objekte, alle Arten von Energien, was sind die denn eigentlich? Im Grunde sind sie eine Art Idee. Eine Art Idee, von der wir manchmal selbst gar nicht genau wissen, wo kommt das her? Ist das alles wirklich von mir entstanden? Was ist mit den anderen? Wieso bin ich manchmal so mitgenommen, wenn ich mich in die Felder, in die Frequenzen der anderen begebe? Ist denn das alles wirklich festgefahren? Sind das physikalische Gesetze, die man nie brechen darf? Oder wieso kann ich immer noch nicht durch Wände gehen, obwohl ich mir das doch so sehr wünsche? Sind das sterile Gesetze? Natürlich nicht. Es ist, was du bist, was du denkst, was du bist. Und es ist auch, und das ist das Wesentliche, eine Art Vereinbarung. Eine Art Vereinbarung mit dir selbst. Und einem Seelenvertrag. Und vieles davon ist leider unbewusst. Aber egal, was du tust oder nicht, du erschaffst trotzdem deine Welt um dich ringsherum. Oder wie ich gern sage, guck auf den Tisch, an dem du sitzt. Das, was dort drauf ist, hast du dorthin gestellt. Wenn du deinen Tisch verändern willst, dann verändere das, was jetzt da drauf steht. Oder stell was drauf, was du jetzt brauchst. Und halte diesen Tisch auch sauber. Auf welcher Grundlage erschaffst du eigentlich deine dich umgebende Welt auf Mutter Erde? Wohl wissend, dass die Welt ja nur das Tischtuch auf Mutter Erde ist. Also auf welcher Grundlage erschaffst du jetzt diese Welt, dein Tischtuch? Es sind doch deine Ideen. Aber was ist, wenn die Ideen der anderen dich beeinflussen?
Es sind deine eigenen Werte und doch beeinflussen dich auch die Werte der Menschen um dich herum. Warum musst du denn eigentlich darauf achten, welche Inhalte du konsumierst, was immer du auch studieren magst und wem du eigentlich auch zuhörst und warum? Na, weil es deine Welt erschafft. Und wenn du dessen bewusst bist, bist du bewusst dabei. Oder jemand anderes, etwas anderes, eine andere Frequenz, andere Menschen erschaffen deine Welt. Willst du das? Nein, also du bist es immer noch. Du bist es, der deine ganze eigene Welt erschafft. Aber wenn du jemandem zuhörst, dann musst du dir bewusst sein, warum. Denn wenn du mit der Frequenz dieses anderen Menschen dich wohlfühlst, es sich stimmig anfühlt, dann wird dieser andere Mensch ebenfalls eine Frequenz haben, die mit der deinen im Gleichklang schwingt. Wir könnten auch sagen, okay, du bist mit dem Gesagten, was der andere eben gerade von sich gibt, einverstanden. Das heißt aber auch, du gleichst deine Frequenz mehr an die Frequenz des anderen, mit dessen Inhalten du dich stimmig verhältst, auch einen Wert erschaffst, an diesen Menschen an. Es gibt ein sogenanntes Prinzip der dominanten Frequenz. Es besagt, dass die dominante Frequenz im Grunde die stärkste ist, also stärker als andere Frequenzen. Und in dem Augenblick, wo sie das ist, ohne dass sie sich dessen vielleicht selbst bewusst ist, wie groß und stark diese Frequenz ist, die sich ringsum entstanden ist, oder auch die Aura. Es heißt, dass jemand anderes, der sich davon angezogen wird, immer ein wenig mehr so wird wie diese Hauptfrequenz. Das heißt nicht, dass dein eigener Wille deswegen weg ist. Es heißt nur, dass du auch höher schwingst. Das heißt, kleinere oder auch niedere Frequenzen beginnen irgendwann auch größer und höher zu schwingen. Sei dir dessen bewusst, denn die anderen werden auch auf deine Frequenz reagieren, bewusst und unbewusst. Also, was willst du jetzt sein? Aufrichtig? Freudvoll? Friedvoll? Liebevoll? Verantwortungsvoll? Respektvoll? In der Fülle lebend, nicht wahr? Dazu musst du selbstständig denken. Und alles, was du tust, muss mit deinen jetzigen, selbstgeschaffenen Werten übereinstimmen. Es muss sich für dich stimmig anfühlen, damit du in Ordnung sein kannst. Damit alle Frequenzen in einer dir angenehmen, inneren und äußerer wirkenden Harmonie schwingen können. Und natürlich bedeutet das auch vor allem eins. Du bist ein empfindungsfähiges Wesen. Du hast eine Anbindung zu der größten Quelle schlechthin. Werd dir dessen bewusst. Ob Klingsor oder nicht, ob jemand, der nun in der Erde besucht hat oder auch nicht, ob jemand vielleicht denkt, er kommt vom anderen Planeten oder nicht. Du entscheidest, welche Anziehungskraft du hast. Zur Urquelle oder zu Gott, zum göttlichen Seinsfeld. Manche sagen Kausalfeld. Und je mehr das passiert, umso mehr wirst du sehen, wenn du zu dir selbst stehst, bei dir selbst anfängst und endest und treu bleibst. Plötzlich kommen Menschen in dein Leben, die du ersehnt hast, vielleicht ohne dass du es wusstest. Denn du selbst erzeugst dann eine Anziehungskraft. Deine Seele erzeugt diese Anziehungskraft, deine Erdenseele. Und dann beginnt sie zu beeinflussen. Alles um dich herum. Und du erschaffst deine Welt. Du beeinflusst die anderen Menschen, die anderen Seelen. Und dein Einflussbereich wächst. Und das ist nicht die Macht der Banker, nicht die Macht des Geldes, nicht die Macht der Politik. Eine Macht auf deinen eigenen Tisch. Und gestalte deine Welt so, wie es jetzt für dich wichtig ist. Du musst nur dir selbst treu bleiben. Und du wirst so auch Widrigkeiten und merkwürdige Reaktionen von äußeren Wesen, die doch eigentlich wie Menschen aussehen, ganz anders verstehen lernen, weil jeder hat nun mal seine eigene Frequenz und jeder ist so einzigartig, dass er auch seine eigene Frequenz ist. Und jeder möchte diese Frequenz, diese Einzigartigkeit, egal was passiert, verteidigen, wenn er das Gefühl, dass jemand es angreift. Wenn er den Eindruck hat, jemand will ihn verwandeln, in etwas drängen, was er nicht kann, wo der Raum nicht stimmt, die Zeit nicht stimmt, die Entfernung nicht stimmt, nichts stimmt, dann geht es gegen deine Frequenz. Dann versucht eine andere Seele, dich zu dominieren.
Und das führt dich dann in einen Bereich, wo du plötzlich verstehst, dass du angegriffen wirst. Dass jemand versucht, dich zu disqualifizieren, jemand versucht, dich zu zwingen, dass du einem anderen zustimmst, damit sie dich mehr in einen von ihnen verwandeln, damit du deren Frequenz übernimmst, die meistens viel niedriger ist. Und was verlierst du dadurch? Deine Einzigartigkeit. Also, wo immer du vorbeigehst, wo immer du hingehst, du veränderst diesen Bereich mit Hilfe deiner neuen Frequenz. Es ist so ähnlich wie bei Neo in der Matrix, als der Virus alle anderen berührt und plötzlich sind sie alle wie er. Aber Neo kann das auch. Neo ist der Einzigartige und du bist genauso einzigartig wie Neo in der Matrix. Auch du kannst die anderen berühren und verwandelst sie. Aber nur, wenn du höher schwingst und wenn du gehst in Liebe und Wahrhaftigkeit und auch mit Mut. Und so kann natürlich aus völlig einzigartigen Individuen, nicht kollektiv, Individuen, die zusammen schwingen, eine wunderschöne Art von Bewegung entstehen. Es sind wie verschiedene Wellen, die ausgesendet werden, die in einen gleichartigkeitsberührenden Bereich kommen. Ja, sie streifen dabei auch das Meer der Zeit, auch das Meer der Gezeiten, und sie können alles erreichen. Das ist letztendlich das Prinzip der Seele, einzigartig zu sein und sich mit anderen zu verbinden. Und das ist auch das ursprüngliche Quellbewusstsein. Das ist diese Allmächtigkeit, im All geborgen zu sein und verbunden zu sein mit eben noch so winzigen, fühlenden Wesen, vielleicht einem Schmetterling, einem Marienkäfer. Oder höre dem Lachen der Kinder zu. Das alles sind wunderschöne Wellen in einem strahlenden, lichtvollen Ozean reinen Bewusstseins. Also es ist in Ordnung, wenn du anders bist. Es ist in Ordnung, wenn du dich beschwerst, dass da mal jemand kommt, der deine eigene Liebenswürdigkeit in Frage stellt und dich zwingt, etwas zu sein, was du nicht bist. Aber wenn die Zeit kommt, hörst du auch wieder auf, dich aufzuregen. Denn dann bist du wieder in der Liebe. Du weißt jetzt, dass dich alles um dich ringsherum beeinflusst. Du weißt, dass du dir immer wieder deine Seele erweiterst. Du erschaffst immer wieder um neue Frequenzen. Und du berührst alles um dich ringsherum Bestehende. Und im Grunde weißt du, dass du stark sein kannst. Du bist ja nicht alleine. Selbst allein im All geborgen sein. Ja, wir sind umgeben von vielen, vielen merkwürdigen Dingen und Erscheinungen. Und manches ist so laut und brüllt herum und ist sehr merkwürdig. Aber letztendlich können wir uns selbst heilen. Vielleicht bist du doch schon auch aktiviert und weißt es nur gar nicht. Vielleicht möchtest du ja auch deine Vergangenheit ändern und dann fragst dich doch wieder, naja, vielleicht geht das ja auch gar nicht. Und dann denken wir wieder, alles, was wir jemals gedacht haben, wäre doch nur eine Fantasie. Und vielleicht betrügen wir uns selbst und leben im Wolkenkuckucksheim. Und vielleicht sollte man lieber Produzent sein von irgendwas und schön Geld verdienen. Aber ich denke, das sind einfach nur Menschen, die sowas sagen, weil sie komplett fantasielos sind. Ja, in der Vergangenheit können wir lernen, vielleicht auch, wenn wir darauf mal schauen, manche Dinge heute anders zu machen. Oder vielleicht etwas auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Und die Vergangenheit ist ja vergangen. Wir erfahren also durch die Vergangenheit, dass es einen Rahmen gab. Innerhalb diesen Rahmen gab es eine Bedeutung, also eine Deutung, die Dinge für uns hatten, denen wir diese Deutung gegeben haben. Aus denen eine Bedeutung wurde. Ein Wert, eine Wichtigkeit des Rahmens fand statt. Und wir haben es akzeptiert, auch gesellschaftlich. Aber bedenke doch auch, dass diese gesellschaftliche Akzeptanz, die dir vielleicht eine Zeit lang, auch früher oder vielleicht jetzt noch, so wichtig war, eigentlich
nichts anderes ist außer Kontrolle. Kontrolle. Die Matrix, aufgelegt von den Kabalen, den angeblichen Eigentümern dieser Erde. Willst du das?